Wenn du schon mal einen entzündeten Zeh hattest, dann weißt du natürlich, wie schmerzhaft das Ganze sein kann. Eine Entzündung am Zeh kann durch verschiedene Faktoren entstehen, beispielsweise durch einen eingewachsenen Nagel oder durch ein abgerissenes Nagelhäutchen. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass die Entzündung schnell behandelt wird. Einerseits natürlich, damit die Beschwerden und Schmerzen verschwinden und andererseits natürlich auch, damit die Entzündung sich nicht weiter ausbreitet. Ich stelle dir daher heute in diesem Video insgesamt 5 Mittel vor, mit denen du eine Entzündung am Zeh effektiv behandeln kannst. Nummer 1 ist das Wundheilgel von Tirosur. Das Wundheilgel ist ein Hydrogel mit einem antibakteriellen Wirkstoff, der wirklich sehr gut und effektiv die Keime in der Wunde bekämpft und so die Entzündung am Zeh abklingen lässt. Das Gel spendet Feuchtigkeit und fördert so die Regeneration der Haut. Dadurch wird die Wundheilung beschleunigt und das Gel sorgt gleichzeitig dafür, dass ein Sauerstoffaustausch in der Wunde vorhanden ist und die Wunde somit atmen kann. Das Gel ist übrigens auch sehr hautverträglich und deswegen sogar für Kleinkinder und auch für Säuglinge geeignet. Es wird 2- bis 3-mal am Tag auf die Wunde aufgetragen, so lange bis die Infektion abgeklungen ist. Bei nässenden Wunden empfiehlt es sich, darüber noch eine sterile Kompresse und einen Zehenverband anzulegen. Wie das mit dem Zehenverband genau geht, dazu habe ich ein extra Video gemacht. Das bekommt ihr jetzt oberhalb von diesem Video hier eingeblendet oder ihr schaut unterhalb vom Video in der Infobox, da habe ich euch das auch nochmal verlinkt. Nummer 2 ist Ichtulan. Ichtulan wirkt ebenfalls gegen die Bakterien in der Wunde und sorgt somit dafür, dass die Entzündung am Zeh abklingt. Es gibt die Zugsalbe insgesamt in 2 Konzentrationen. Je tiefer die Entzündung im Gewebe ist, desto höher sollte auch die Konzentration der Salbe sein. Ichtulan 20% bekämpft wirksam die Bakterien und die Entzündung. Die Haut wird aufgelockert und vorhandener Eiter kann leichter abfließen. Wenn die Entzündung allerdings tiefer im Gewebe und sehr schmerzhaft ist, dann kann man Ichtulan 50% anwenden. Ichtulan 50% lockert die Haut durch die Zugwirkung noch stärker auf und der Wirkstoff kann somit noch tiefer in die Haut eindringen. Die Anwendung ist relativ einfach. Die Salbe wird dick auf die entzündete Stelle aufgetragen und anschließend sollte auf jeden Fall ein Verband angelegt werden, um Verfärbung auf der Kleidung vorzubeugen. Der Verbandwechsel sollte dann auch täglich erfolgen. Mittel Nummer 3 ist ebenfalls wieder von Tirosur, wie auch das erste Mittel. Allerdings ist es kein Hydrogel, sondern in Puderform. Auch das Puder hat einen antibakteriellen Wirkstoff, der die Keime in der Haut bekämpft, den Heilungsprozess beschleunigt und so hilft, dass die Infektion am Zeh abklingt. Der Vorteil am Puder ist, dass es keine Rückstände hinterlässt und die Wunde auch nicht verklebt. Die Anwendung ist sehr einfach. Das Puder lässt sich auf die Wunde aufstreuen und zwar ohne die Wunde zu berühren. Es ist außerdem auch wie das Wundgel sehr gut hautverträglich und somit auch wieder für Kleinkinder und Säuglinge geeignet. Es wird 1- bis 2-mal am Tag auf die Wunde aufgestreut, so lange bis die Infektion abgeklungen ist. Weiter geht's mit dem Wundgel von Prontosan. Das Prontosan Wundgel ist ein dünnflüssiges Hydrogel, das mehrere positive Eigenschaften hat. Es sorgt dafür, dass die Wunde einerseits gereinigt und befeuchtet wird und gleichzeitig sorgt das Gel natürlich dafür, dass die Keime in der Wunde abgetötet werden. Das Gel wird in Kombination mit einem Zehenverband bzw. auch mit einer sterilen Kompresse angewendet und sorgt somit dafür, dass die Wunde dauerhaft befeuchtet wird. Durch diese feuchte Wundumgebung entsteht ein heilungsförderndes Hautmilieu, welches aktiv zur Wundheilung beiträgt und somit hilft, dass die Entzündung schneller abklingt. Beim Gel ist es wichtig, nicht zu wenig zu benutzen, sondern reichlich auf die Wunde aufzutragen, damit die Wunde auch feucht gehalten wird. Wie ich gerade schon gesagt habe, sollte beim Prontosan Wundgel die Wunde kontinuierlich feucht gehalten werden. Das heißt, auch der Verbandwechsel sollte sich danach richten. Wenn die Wunde einfach nicht feucht ist, weil das Gel weggezogen ist, dann sollte der Verband auch entsprechend gewechselt werden. Nach dem Verbandwechsel sollte die Wunde am besten gespült werden mit einer speziellen Wundspüllösung, sodass Ablagerungen und Verkrustungen sanft entfernt und abgelöst werden können. Und mit diesem Mittel machen wir jetzt auch gleich weiter. Mittel Nummer 5 und somit auch das letzte Mittel, das ich vorstelle, ist die Wundspüllösung von Prontosan. Es ist eine sterile Lösung, um infizierte Wunden zu reinigen und zu spülen. Eine saubere Wunde ist nämlich Grundvoraussetzung für eine gute Wundheilung. Die Lösung hat einen sehr guten Reinigungseffekt und ist auch wieder gut hautverträglich. Sie löst Wundbelege wie zum Beispiel Krusten oder Nekrosen, aber auch verklebte und verkrustete Wundauflagen und Verbände. Man spült die Wunde damit und anschließend lässt man die Lösung 1 bis 2 Minuten auf der Wunde einwirken. Bei festsitzenden Wundbelegen kann man auch eine Kompresse damit tränken, auf die Wunde auflegen und 10 bis 15 Minuten damit einwirken lassen. Die Wundspüllösung lässt sich sehr gut in Kombination mit dem eben vorgestellten Wundgel verwenden. Das waren jetzt auch schon die 5 Mittel zur Behandlung von einem entzündeten Zeh. Es gibt allerdings noch ein paar Sachen, die ihr bei der Behandlung beachten solltet.
Bei einigen Mitteln, wie beispielsweise bei der Zugsalbe von Ichtolan, ist ein Zehenverband Voraussetzung in Kombination mit der Salbe. Bei anderen Mitteln wiederum, wie bei dem Puder von Tirosur, ist es nicht unbedingt notwendig. Ich persönlich bin immer dafür, die Wunde mit einer sterilen Kompresse und auch einem Zehenverband abzudecken. Ich habe euch ja vorher schon gesagt, dass ich zum Thema Zehenverband noch ein extra Video habe. Da könnt ihr euch die Anwendung genau anschauen. Unterhalb von diesem Video findet ihr den Link dazu. Sehr wichtig ist auf jeden Fall auch noch, sollte bei der Entzündung keine Besserung auftreten, dann auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Und noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn die Entzündung durch einen eingewachsenen Nagel entstanden ist, weil ihr den Nagel falsch geschnitten habt, dann schaut am besten in mein Video rein, Fußnägel richtig schneiden, damit euch das beim nächsten Mal nicht wieder passiert. Alle 5 vorgestellten Mittel habe ich euch unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung aufgelistet, also schaut da gerne rein. Bei Fragen stellt sie mir auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch, wenn euch das Video gefallen hat, und über ein Abo, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.